Moin zu einer neuen Runde State of Survival PTR-Update mit eurem Lieblingsaffen. Heute stelle ich euch ein paar Sachen vom PTR vor. Wir fokussieren uns aber grundsätzlich auf zwei Sachen. Das ist die Fallenerweiterung und das ist eine neue Forschungsmöglichkeit. Gucken wir uns zuerst mal schnell die Falle an. Die Falle hat eine Erweiterung. Ihr seht Experte rechts darauf und dafür gibt es auch neue Belohnungen. Das sind die alten, bis Schwierigkeitsgrad 8, also in Summe gab es 48 Level. Und hier gibt es jetzt nochmal 5 Unterlevel, die jeweils auch 18 Schwierigkeitsgrade haben, also in Summe 90 Stück. Was hieran ein bisschen besonders ist, ist die Tötungsbelohnung. Die Tötungsbelohnung hat neue Kisten, unter anderem bei der Ebene 4 gibt es Einsatzleitfäden und Befehlshandbücher. Davor ist die Belohnung leider Gottes die ganze Zeit Befehlshandbücher, womit manche von uns nicht mehr viel anfangen können. Allerdings kann man die eben umwandeln zu den Einsatzleitfäden. Bei Ebene 5 ist das aber viel, viel interessanter, denn ihr bekommt Superlegierung. Und Superlegierung braucht ihr für den Helikopter, also super, wir bekommen endlich eine Möglichkeit, regelmäßig an Superlegierungen zu kommen. Das ist wirklich eine gute Änderung. Leider Gottes viel zu spät, aber wir bekommen sie. Und damit können wir unseren Helikopter weiterhin auch als Free-to-Play-Player erweitern und verbessern, was schon mal sehr gut ist. Bei den Schadensbelohnungen ist das leider nicht so. Da gibt es weiterhin Heldenausrüstungsteile und Einsatzleitfäden. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein, warum es weiterhin sinnvoll ist, Heldenausrüstungsteile in den Belohnungen zu haben und warum ihr sie definitiv nicht recyceln solltet. Gehen wir zur neuen Forschung. Forschungsgebäude, ganz klar, ist bei Level 30, wie ihr oben drüber sehen könnt. Und auf dem PTR wissen wir leider nicht, ob es schon früher erforscht werden kann oder ob 30 die Voraussetzung dafür ist, dass man hier diese Rally-Erweiterung haben kann. Leider Gottes ist das Sprachpaket, habt ihr schon häufiger, wenn ihr meine PTR-Update-Videos gesehen habt, mitbekommen, ist das Sprachpaket Katastrophe. Dementsprechend seht ihr ganz viele Unterstrich, Example, Tree und Co. als Namen. Aber das Ganze hat in Summe 700 Level, weil es besteht aus 20 Leveln, was hier vorne besonders die Attacken pro Typus ist, also für Infanterie, Fahrer und Jäger. Hier geht es weiter, hier geht es aber um Tödlichkeit von den Jägern, dann gibt es hier die Verteidigung der 3 Typen und das geht hier immer so weiter, bis ihr zum Schluss dann zu den Erweiterungen der Marschkapazität unter anderem kommt. Hier könnt ihr das Ganze auf 25.000 sogar erweitern. Das heißt, euer Marsch wird immer größer und größer. Also wir kommen demnächst auf Marschkapazitäten mit Buffs auf über 300.000 von einem einzigen Spieler. Und natürlich gibt es hier auch einen zusätzlichen Rallye-Schaden. Einen Bonus von 2,5%, der natürlich auch sehr stark ist. Was wir aber hier jetzt auch sehen, ist neues Material. Der genaue Name, im Englischen ist es Treasure Closure. Wissen wir jetzt noch nicht genau, wie es im Deutschen heißt. Allerdings, kommt ihr an das ganze Zeug? Ihr braucht für diese Forschung aktuell Stand PTR kein Plasma. Ihr braucht kein Polyplasma. Ihr braucht keine T12-Forschung als Voraussetzung und ihr braucht auch die Komponenten Kristallsplitter und Kristallessenz dafür nicht. Sondern für das Ganze, soweit die Informationen, die wir bekommen haben, wird es wieder eine Art Reinigungscenter geben, damit wir altes Material wiederverwenden können. Deshalb eben auch mein Verweis darauf, bei der Falle Heldenausrüstungsteile zu nehmen, beziehungsweise sie definitiv nicht mehr zu recyceln, denn dieses Reinigungscenter wird wahrscheinlich Stand PTR-Informationen und auch von Dash, danke dafür nötig sein, dass man eben Heldenausrüstungsteile und Heldenentwürfe dafür nutzt, um das neue Material zu bekommen. Das soweit die beiden Neuerungen, die wir auf dem PTR haben. Es wird in der kommenden Woche noch 1-2 Videos anderen PTR-Sachen geben, bevor es dann am Donnerstag live gehen könnte. Es muss nicht in der Form kommen, aber in letzter Zeit war es sehr häufig so, dass die Sachen, die wir am Sonntag zum PTR bekommen haben, bereits am Donnerstag live waren. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben.